Jeder Bürger und jede Bürgerin erhält verpflichtend ein Bürgerkonto und eine digitale Identität. Und wir werden die EU Digital Identity Wallet für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen bereitstellen, mit der Identifikation, Authentifizierung und Zahlungen ermöglicht werden. Also im Prinzip eine All-in-One-App für deinen Lebenszugang zukünftig, ja, was du überhaupt noch machen kannst. Der digitale Euro prescht voran, aber eben auch BRICS in 2025. Ja, wir haben Kampf von unterschiedlichen Systemen, auch zentral versus dezentral. Und das sehen wir uns heute intensiver an, denn es tut sich einiges im Hintergrund. Und ich freue mich sehr, dass wir auch heute noch einmal den Ex-Top-Investmentbanker Jürgen Wechsler mit dabei haben. Hat knapp 15 Jahre in führender Position gearbeitet im Investmentbanking, hat dort also Währungen gehandelt, getradet und er beschäftigt sich mit nur einem einzigen Thema, und zwar dem größten Markt der Welt. Ich spreche von Währungen und da tut sich einiges im Hintergrund. Deswegen, Jürgen, schön, dass du heute mit dabei bist und ich freue mich, was wir heute durchgehen werden und bin sehr gespannt. Ja, herzlichen Dank, Thorsten. Freue mich auch, dass wir wieder spannende Hintergründe bei den Währungsmärkten beleuchten können und vor allen Dingen auch, was sich digital dort tut. Mhm, genau. Du warst ja einer der ersten überhaupt, die also in der Öffentlichkeit und wie hier auch erfreulicherweise bei uns hier auf YouTube, deswegen auch immer Kanal abonnieren und auch damit du eben keins von diesen Themen verpasst und hast auch schon 2020 auf diese digitalen Zentralbankwährungen hingewiesen, wo ja das keinen in Anführungszeichen interessiert hat und erst so danach dann gekommen ist. Also du warst ja ganz führend, Bewusstsein hier zu schaffen. Ja, wie sind hier die aktuellen internationalen Entwicklungen? Weil es ja ein großes, wichtiges Thema, vor allem, weil es sehr, sehr viel mit Freiheit zu tun hat, oder ob wir dann irgendwo in einem gewaltigen, ja, Kontrollstaat oder Konglomeration dann eines Tages aufwachen. Ja, schauen wir uns vielleicht mal international an mit dem größten Kapitalmarkt. Das ist schon mal die USA. Dort hat ja Trump den digitalen Dollar als CBDC verboten. Im Januar 2025 hat er kurz nach seiner Einführung oder Amtseinführung auch gleich so eine sogenannte Executive Order unterzeichnet. Und die soll dann entsprechend die Entwicklung und die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung in den USA untersagen. Er hat es also begründet mit dem Schritt hinsichtlich der finanziellen Stabilität, Schutz der Privatsphäre und ja, nationale Souveränität. Das waren so seine Ausführungen dazu. Die Anordnung verbietet aber gleichzeitig auch oder verbietet eben die Einrichtung, Ausgabe und auch den Umlauf und die Verwendung von einem CBDC. Und eine Arbeitsgruppe wurde dann entsprechend auch ins Leben gerufen, um hier eine mögliche Einrichtung, Pflege von einer Kryptoreserve zu machen oder auch noch einen Regulierungsrahmen zu schaffen für die sogenannten Stablecoins. Und waren also auch namhafte Leute in der Arbeitsgruppe, US-Finanzminister, Generalstaatsanwalt, Börsenaufsichter war mit dabei, einige Leute von Trumps Kabinett und noch weitere Behördenleiter, natürlich auch von der US-Terminbörsenaufsicht ist auch noch dabei gewesen. Ja, und die strategische Kryptoreserve, die wurde ja schon im März beschlossen. Und der Genius Act, der soll auch zur Regulierung der Stablecoins jetzt geregelt werden. Genius ist ja halt nicht mit Genie zu tun in dem Bereich, sondern Guiding Establishing National Innovation for US Stablecoins. Also die USA sagt CBDCs nein, aber regulierte Stablecoins ja. Man muss natürlich auch Präsident Trump hier wieder, er ist ja Geschäftsmann, muss man ganz klar sagen. Viele Dinge regelt er wie ein Geschäftsmann und seine eigene Firma begibt er dann jetzt auch einen Stablecoin. Das heißt, er hat dann auch direkt Profite davon, die er nicht hätte, wenn er eine CBDC genehmigen lassen würde. So kann er die Profite selber mit einstecken. Und das ist aber nicht die einzige. Neben Stablecoins oder die Stärke Stablecoin-Sache sind dann auch noch die sogenannten CBMTs, also Commercial Bank Money Tokens. Die sind den meisten noch ziemlich unbekannt. Und diese Banktokens, die verwandeln eben das bisher recht unsichtbare Kontoguthaben von den meisten Leuten in programmierbare Euro- und Dollarchips, also auch von den Banken dann programmierbares Geld. Und die können auch dann 24/7 Peer-to-Peer entsprechend gezahlt werden. Und da wird im Prinzip dein Bankguthaben für die Banken flexibilisiert und die Banken können da die Geldmenge noch weiter hebeln. Das vielleicht mal aus den USA, aber auch die CBMTs, die natürlich auch in Europa dann zukünftig. Europa, wenn man anschaut, die haben so die Einstellung, wir brauchen den digitalen Euro, um unsere Banken zu retten vor privaten Währungen und anderen unfreundlichen CBDCs außerhalb der EU.
Also die EZB hat hier klar gemacht, dass es normal weitergeht mit dem digitalen Euro, obwohl Trump eben dort das Verbot hat in den USA, und zwar eben zum Schutz der Banken in der EU, weil sonst eben Geschäft an andere Anbieter wandert, wie eben zum Beispiel Stablecoins-Anbieter. Also der digitale Euro, um die europäischen Banken zu schützen vor bösen Stablecoins. Ja. Also die USA will den Stablecoin-Weg gehen, die EU nicht. Das ist natürlich ein ganz anderer Wirtschaftsansatz. Auch die USA mehr für die freie Wirtschaft, EU mehr für die Planwirtschaft, weil ja die CBDC auch ein ideales Instrument ist für die EU-Planwirtschaft und die Kontrolle darüber. Wenn man dann China anschaut, als weiteren großen Player hier, die sagen, wir brauchen die CBDC, um unsere Bevölkerung und Wirtschaft zu steuern und unsere internationale Stellung hier gegenüber den USA durchzusetzen. Ja, und China ist natürlich ein Teil für der BRICS dann. Und die BRICS, die sagen, wir brauchen eine apolitische digitale Handelswährung, um unabhängig von westlicher Finanzinfrastruktur zu werden. Okay, und das heißt, wie weit ist hier BRICS mit dieser eigenen digitalen Handelswährung? Ist die kurz vor der Einführung? Wurde da was gesagt auf dem aktuellen Treffen? Da haben sie sich diesmal sehr auch wieder zurückgehalten, einfach aufgrund der Thematik um die Zölle, weil ja das einer der größten roten Tücher ist. Aber im Hintergrund wird alles vorbereitet dafür. Also dort wird auch schon das Thema für Sitzungen oder für Meetings oder wie soll man sagen, Kongresse, wird das teilweise als Währung schon mit angegeben, wo man seine Tickets erwerben kann. Gleichzeitig kaufen die BRICS-Staaten unglaublich viel Gold auf. Und daran sieht man schon ja, sehr gut, dass das Ganze nicht begraben ist, sondern das Ganze im Hintergrund einfach gebaut wird, dass das unter dem Radar läuft, damit hier keine großen Interventionen des Westens kommen und ja, stärkere Steine dann da dazwischen geschmissen werden. Hm. Ja, kommen wir mal zu unserer heimischen lieben Währung, und zwar den digitalen Euro. Da schwirrt ja auch immer das Datum Oktober 2025 durch die Medien. Was ist hier zu erwarten und wie ist deine persönliche Einschätzung? Werden wir dann, wie manchmal so ein bisschen ich heraushöre, werden wir dann ab Oktober alle versklavt? Oder was können wir erwarten? Genau, also die Entwicklung ja von dem digitalen Zentralbank, dem digitalen Euro, läuft ja bereits seit Oktober 2021. Und der früheste Starttermin sollte ja ab Oktober 25 sein, sollte dann mit einsatzbereit sein, laut eben der Frau Lagarde, allerdings nur, wenn EU-Parlament und der Rat und die Kommission entsprechend zustimmen. Das heißt also, der Termin steht grundsätzlich erstmal unter Vorbehalt. Politische Entscheidungen oder technische Herausforderungen, die könnten das Ganze noch verzögern. Aber dieses Datum mit diesem Oktober 25, das ist ein schon ganz, ganz lange veröffentlichter Fahrplan der EZB. Also im Oktober, der endet einfach nur die sogenannte Vorbereitungsphase 1 mit der Vorbereitung eines digitalen Euros und wie Sie so schon genannt haben, eine erste Suche nach Dienstleistern und Unterstützung im Gesetzgebungsverfahren. Und ab November 2025, da startet dann die Vorbereitungsphase 2, die Entwicklung und Umsetzung der Anwendungsfälle für den digitalen Euro, wobei die mittlerweile auch schon läuft. Ja, also das ist dann einfach nur so dieser offizielle Zeitplan. Der Einsatz, der ist viel schneller möglich, als viele denken. Frau Lagarde hat ja bereits schon 2022 gefordert, dass 2024 alles einsatzbereit ist, einfach aufgrund der chinesischen Digitalwährung. Und im Koalitionsvertrag ja auch unserer aktuellen Regierung in Deutschland, da steht ja auch ziemlich klar was drin dazu. Ja? Da steht dann drin, jeder Bürger und jede Bürgerin erhält verpflichtend ein Bürgerkonto und eine digitale Identität. Und wir werden die EU Digital Identity Wallet für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen bereitstellen, mit der Identifikation, Authentifizierung und Zahlungen ermöglicht werden. Also im Prinzip eine All-in-One-App für deinen Lebenszugang zukünftig. Ja? Es wird der Lebenszugang sein, was du überhaupt noch machen kannst. Also wenn vielleicht die Leute es noch nicht gehört haben, die EU-ID, das ist eine Initiative der Europäischen Union, die darauf abzielt, eben allen Bürgern und Unternehmen eine sichere und einheitliche Identität zu geben. Und die soll online und offline eindeutig identifizierbar sein und soll in der EU eingeführt werden, verpflichtend bis Ende 2026 in allen Ländern. Und dazu gehört dann eine Wallet, das ist eine digitale Brieftasche, wie eine App, einfach eine App auf deinem Smartphone.
Da hat man ja auch schon in der C-Zeit ein bisschen, wie soll ich sagen, mit den Zertifikaten Erfahrung sammeln können, wie sowas aufgebaut sein sollte. Und da kannst du dann deine persönlichen Dokumente wie Personalausweis, Führerschein, Bildungsnachweise, andere Zertifikate digital speichern und auch verwalten. Und die EU möchte nach den offiziellen Aussagen eben damit eben auch den Zugang zu öffentlichen und privaten Diensten vereinfachen und damit auch grenzüberschreitende Transaktionen erleichtern und den digitalen Binnenmarkt stärken. Aber natürlich auch diese Wallet soll ganz bequem gemacht werden durch diese Verwaltung über das Smartphone und es soll eben darüber genutzt werden sollen. Und die Nachweise, da gibt es dann qualifizierte Vertrauensdienstanbieter. Das kennen wir ja auch schon, dass normalerweise dann staatliche Stellen das zwar prüfen, aber gleichzeitig meistens einen Zugang zu allen Daten durch die Hintertür bekommen. Wenn wir uns mal dann anschauen, was sind die Folgen und Auswirkungen von dem Ganzen. Das erste ist ja schon mal auf die persönliche Freiheit und Privatsphäre, weil durch diese ganze diese umfassende Digitalisierung, muss ich schon fast sagen, von deiner Identität, da können die einfach deine Freiheit einschränken, wenn es eben missbraucht wird. Da ist die Frage, wie sicher sind die Daten eben wirklich? Dann den Zugang zu Dienstleistungen, bestimmte Dienste eben auch nur noch über diese EU-ID-Wallet zugänglich sind, dann könnte ein faktischer Nutzungszwang auch dabei entstehen. Dann haben wir überhaupt noch eine Wahl. Dann das Thema Wettbewerb auch. Es gibt da dann eine staatliche Monopolstellung wie bei dieser digitalen Identität. Und da können natürlich private Innovationen entsprechend nicht reingehen und damit Wettbewerbsverzerrungen auftreten. Oder wenn wir uns auch mal anschauen, so Verbindungen zu anderen Bereichen, die kann genauso mit Krankenversicherung verknüpft werden. Oder eben ja genau mit der CBDC, mit der digitalen Euro. Und was bedeutet es dann eben für Geld und deine Gesundheit und die Gesundheitsversorgung im Ernstfall? Kannst du da frei drüber verfügen, ja? Oder es können dann zum Beispiel staatliche Transferdienstleistungen, kannst du sagen, in Deutschland sind ja 75-80% auf Transferdienstleistungen vom Staat angewiesen. Wenn ich die vielleicht nur noch oder gezielt nur noch auf diese ID-Wallet bezahlt werde und auf eine Bürgerkarte, dann ist man ja da wirklich komplett abhängig davon, ja. Und wie gesagt, bis 2026 sollen alle Mitgliedstaaten mindestens eine Version dieser Wallet anbieten. Das heißt, wir müssen damit dann ab nächsten Jahr rechnen, dass das Ganze ernst wird mit dem digitalen Euro. Und da ist vielleicht auch spannend, in Österreich, da gibt es ja schon die ID Austria, die haben ja schon was. Und vielleicht können da auch die österreichischen Zuseher in den Kommentaren unter dem Video ihre Erfahrungen auch mit der ID Austria teilen. Weil ich habe da auch schon ziemlich interessante Geschichten gehört, wie ohne ID Austria plötzlich gewisse Zugänge nicht mehr möglich waren. Ja, und das war auch so ein Punkt, also mal grundsätzlich mit Apps, da kann es halt immer wieder mal sein, dass irgendwas nicht funktioniert. Also ich erlebe das immer wieder mit Apps, die ich nutze, von ganz normalen Dienstleistern zum Beispiel, und da funktioniert irgendwas nicht, was denen sogar Geschäft kosten kann. Also wo ich selber dann, denke ich, hat jeder mal erlebt. Und jetzt kann es natürlich auch mal so sein, vielleicht sogar, dass einfach mal irgendwann ein Zugang vielleicht gesperrt werden könnte, weil man halt bestimmte Meinungen vertritt, die halt eine bestimmte Position haben, die die Regierung halt so ein bisschen anders sieht. Und das ist halt genau der Punkt im Bereich, wo wir jetzt hingehen, dass hier Monopole geschaffen werden können, die nicht kontrolliert sind, wo man vielleicht nicht mal eine Meldung bekommt. Es geht einfach nicht mehr. Das ist schon, holter die Polter, in welche Richtung, dass wir dort gehen. Ganz klar, das sollte sich vielleicht jeder mal drüber Gedanken machen, das so ein bisschen auch mit fort- und weiterspinnen. Wir haben das ja gesehen, wie so etwas mit Freiheitsrechten dann auch während der C-Zeit ja ausgesehen hat. Mich würde mal eine Frage interessieren, beziehungsweise vorweg auch mit dazu. Ich sage am Schluss vielleicht noch mal ein bisschen was dazu, aber wir sind heute Abend um 19 Uhr, wenn dieses Video hier erscheint, auch noch mal live und wo wir intensiver da auch reingehen. Da können wir vielleicht auch noch mal direkter und auch ein bisschen freier sprechen als hier und dann können natürlich alle eure Fragen dazu auch noch beantworten. Aber es sind ganz, ganz wichtige Themen, also zumindest, wenn ich halt so ein bisschen deine Freiheit interessieren sollte. Ne? Wenn nicht, dann ist es egal, dann einfach irgendwie so weitermachen wie immer. Wer mit Freiheit nicht umgehen kann, dem wird es genommen. Also das ist kein Problem. Das erleben wir bei dem Großteil der Menschen. Aber gut, mich würde jetzt mal Folgendes interessieren. Und zwar, wenn es mal angenommen ist, wird wirklich am 1. Oktober gleich voll umgestellt. Was glaubst du, wie die Akzeptanz wäre in der Bevölkerung? Weil wir haben auch schon zum Beispiel in Nigeria gesehen, auch bis dato, dass ja die Bevölkerung es doch gar nicht so angenommen hat. Das sind ja auch die guten Nachrichten, muss man jetzt auch mal sagen. Und es gibt ja auch die Stimmen dazu und für mich persönlich ist das sehr plausibel. Als mal angenommen, wir hätten ja mal eine ganz große Krise mal wieder. Vielleicht wäre das doch ein guter Zeitpunkt, das einzuführen, dass die breite Masse das auch annimmt, weil es gibt jetzt keine Notwendigkeit. Und es gibt ja auch so dieses, eigentlich wollen wir das ja nicht.
Ja, also wie du sagst, es kann eine Krise das eine sein, dass auch eine technische Krise, Cybersicherheit auch irgendwas ist, dass man sich legitimieren muss, weil ein Cyberangriff war, dass man bei jedem Internetzugang seine Identität nachweisen muss. Wer geht denn da rein beispielsweise? Aber wie gesagt, auch in Deutschland eben 75 bis 80% sind von Transferdienstleistungen abhängig. Über die ich sage, okay, du bekommst deine Transferdienstleistung weiter. Du musst entweder eine App nutzen oder eine Bezahlkarte, eine Bürgerkarte und dann kannst du das weiter tun. Das heißt also, ich kann es hier in Deutschland ziemlich einfach über ein freiwilliges Zwangssystem einführen. Ja, ich zahle das einfach auf diese Karte drauf und dann kann ja jeder freiwillig entscheiden oder auf die App, ob er die nutzt. Ja, aber die Leute haben ja meistens, die diese Transferdienstleistungen oder Zahlungen brauchen, die haben ja die Kohle nicht, um sich alternativ zu entscheiden und andere Handlungsmöglichkeiten zu haben. Das heißt, also, damit bekomme ich eine schnelle Nutzung. Und es gibt ja schon länger auch, wie das Frontsystem aussieht. Das kann dann auch genutzt werden, diese App wie Apple Pay oder ähnliches, wo du dann auflegst auf dein Terminal irgendwo. Also die Zahlungen kannst du dann ganz normal mit deiner Handy-App dann ausführen. Ja? Aber diese Zahlungen können dann auch zweckgebunden beispielsweise werden. Also von daher, es kann hier bei uns dann relativ einfach eingeführt werden. In Nigeria kriegen halt nicht so viele Leute dann Zahlungen vom Staat. Ja, da gibt es dieses starke Sozialsystem einfach nicht. Das heißt also, die mussten mehr auf die Freiwilligkeit setzen, haben ja auch versucht dann mit Einschränkungen von Bargeldabhebung und Ähnlichem das irgendwie weiter nach oben zu pushen. Aber die haben keinen Zugriff auf die Bevölkerung. Aber in Deutschland beispielsweise ist ein riesen Zugriff auf die Bevölkerung durch diese Transferdienstleistungen, wo die Leute mehr empfangen vom Staat, als wie sie in den Staat hineinzahlen. Hm. Gut, gehen wir mal so ein bisschen in den großen Osten rüber, fahren wir die ganze Seidenstraße hinter bis ans Ende nach China. Weil da haben wir ja schon wirklich Erfahrungen, wie so ein digitaler Euro aussehen könnte. Wie ist es denn in China? Was passiert dort? Die haben ja eine Pionierrolle in dem Bereich und auch mit dem Social Credit System, also dass man schön die Bevölkerung ja erzieht. Ne? So, und ansonsten gibt es quasi Haue oder dann gibt es Einschränkungen. Da ist ja China manchmal auch nicht pingelig. Wie sieht das dort aus? Ja, da geht es immer mehr in erweiterten Einsatz. Erstens, die Zahlmöglichkeiten werden erweitert, auch welche Regionen das dort machen. Und da war jetzt was ganz Spannendes. China hat einen ganz großen nächsten Schritt gemacht. Und zwar haben die ihren digitalen Yuan dann mit 10 anderen Asienstaaten und mehreren Ländern auch im Nahen Osten direkt verknüpft. Und damit kann über den digitalen Yuan ungefähr 38% des globalen Handelsvolumens abgewickelt werden. Über diese digitale Yuan-Infrastruktur. 38% des globalen Handelsvolumens. Also China hat den digitalen Yuan eben gezielt in die ganz normale Zahlungsinfrastruktur mehrerer asiatischer und nahöstlicher Staaten eingebunden. Und das ist ein absolutes Novum. Ja? Also eine CBDC, eine digitale Zentralbankwährung, die erstens grenzüberschreitend hier genutzt werden kann und zweitens auch noch in die absolut normale Zahlungsinfrastruktur von Banküberweisungen eingebunden ist. Und damit haben wir eine Verschmelzung mittlerweile vom digitalen Yuan, vom digitalen und vom analogen Systemen. Und dadurch eben können die ganzen oder ein erheblicher Teil des Welthandels einfach über den digitalen Yuan abgewickelt werden. Und da haben wir jetzt auch schon die ersten Transaktionen gesehen. Sind Öltransaktionen gewesen im digitalen Yuan, unter anderem mit Thailand. Und das zeigt eben auch, dass sich die Währung auch für großvolumige Geschäfte etablieren kann. Bei uns ist ja immer so das Ding, da kriegt man in den digitalen Euro 500 bis 3.000 Euro auf die Wallet drauf und dann kannst du hier ein bisschen einkaufen beim Bäcker und da beim Metzger. Ja. Hier geht es wirklich ans große Eingemachte. Und zahlreiche Länder eben auch, darunter viele in Südostasien oder auch die unter US-Sanktionen leiten, die integrieren auch den Yuan jetzt verstärkt in ihre eigene Devisenpolitik damit. Und manche nutzen den eben auch, wie wir gerade gesehen haben oder gehört haben, auch Thailand mit Erdölhandel, aber weiter auch oder auch andere Rohstoffgeschäfte, um damit eben die Abhängigkeit vom US-Dollar ganz gezielt zu reduzieren. Und für Staaten, die dann auf der Sanktionierungs- oder der Liste sind oder unter Kontrollmechanismen leiden von den USA, der bietet eben der
digitale Yuan jetzt einen wirklichen möglichen Ausweg für die, um diese finanziellen Blockaden zu umschiffen, also eine zunehmende De-Dollarisierung von diesen Ländern. Und der digitale Yuan, muss man jetzt dann auch sehen, er kann Vorreiter sein für weitere digitale Zentralbankwährungen und auch dann den ganzen technischen Fortschritt hier komplett vorantreiben bei dem Ganzen. Und wir sehen eben auch mit dem digitalen Yuan, dass es jetzt kein rein chinesisches Phänomen mehr ist, sondern es entwickelt sich damit eben auch in raschen Schritten zu einer globalen Alternative zu dem traditionellen Abwicklungssystem, wie wir kennen. Also von Asien bis zum Nahen Osten dann können die ganzen Staaten das nicht, oder brauchen es nicht mehr über SWIFT abwickeln, sondern wesentlich schneller, kostengünstiger und teils eben sanktionsresistent die Zahlwege zu nutzen, wo eben hier China einen neuen Hebel in der internationalen Finanzwelt gibt durch den digitalen Euro, sage ich auch schon digital Euro, durch den digitalen Yuan, der hier entsprechend in die normalen Zahlungssysteme jetzt eingebunden ist. Ich würde gerne diese Zahl nochmal aufgreifen. 38%, also fast 40%, das ist ein dicker Hund. Also das ist nicht ohne. Das ist eine gewaltige Marke, was da abgewickelt werden kann und wahrscheinlich auch immer weiter anwächst. Also ein steigender Markt, dass das immer mehr genutzt wird, dass man damit quasi vertraut wird und diese Möglichkeiten dort sieht. Und da kann ich mir irgendwie vorstellen, da gibt es sicherlich einen blonden Herrn, der so im Weißen Haus sitzt, dem das alles andere als gefallen wird. Wie ist da deine persönliche Einschätzung? Sind die da sehr, sehr besorgt oder sind die da noch auf einem recht hohen Ross? Wie ist da deine persönliche Einschätzung? Also wenn man die BRICS-Länder anschaut, da kommen immer die großen Zolldrohungen, was ja dann durch die Gazetten bei uns geht. Also das ist das Einzige, was ja dann immer zu diesen Ländern geschrieben wird, wenn hier Trump große Zölle auf die verhängt, weil man die ja bestrafen muss, ja. Und wenn man es eigentlich mal dann genau betrachtet und deswegen sehen die Länder das noch einigermaßen gelassen, außer Indien, weil die meisten Länder haben gar nicht so viel Anteile an ihrem Bruttoinlandsprodukt. Ja, beispielsweise auch Brasilien hat ja auch Trump diese 50% Zölle hier drauf gehauen und dann hat einfach Lula gesagt, ja, okay, hey, Handel mit den USA macht ungefähr 1,7% unserer Wirtschaftsleistung aus. Und wenn man dann mal anschaut, die brauchen ja die Rohstoffe aus Brasilien, ja, also die schneiden sich ans eigene Fleisch in den USA. Das heißt also, das ist Brasilien, die können das mit anderen Partnern, diese 1,7% vom BIP locker ausgleichen. Deswegen hat auch Lula gesagt, okay, dann suchen wir uns halt einfach andere Handelspartner. Genauso auch in China, da würde, sagen wir, ungefähr ein Dreivierteljahr BIP wegfallen von denen, wenn sie aufhören würden mit den USA hier überhaupt kompletten Handel zu betreiben. Also diese Länder können es relativ gut abschütteln. Die einzigen sind einfach dann Indien, die haben noch einen höheren Exportanteil in die USA vor allen Dingen. Das heißt also, Indien muss man jetzt irgendwie Zugeständnisse machen von den anderen Ländern, dass die Rupie noch besser integriert wird, dass die Firmen Indiens besser in die BRICS integriert werden, dass die eben das ausgleichen könnten, auch gegenüber den USA. Und dass sich dann immer mehr Länder sagen können, ja, ist ja schön, wenn du dann hier Zölle erhebst, aber das ist ungefähr so, wie wenn du Zölle gegen die Pinguininseln hier erhebst, weil es uns im Prinzip egal sein kann. Wir machen das jetzt unter uns. Wie Sie so schön gesagt haben, wir brauchen euch nicht unbedingt. Ja, wir brauchen euch nicht mehr. Deswegen, das führt uns auch noch zu BRICS. Da haben wir am Dienstag auch so viele spannende Aspekte geteilt, das ist immer viel intensiver auch, was wir heute durchgehen können. Und auch mit vielen Zahlen, Daten, Fakten, Folien und Co. untermauert. Aber da bist du auch auf die digitale, goldgedeckte Handelswährung ja eingegangen. Da heute auch übrigens für alle nochmal die Chance, heute Abend das nochmal anzuschauen. Link ist unterhalb von dem Video. Und live mit dabei zu sein. Also was passiert denn gerade im BRICS-Verbund? Ja, im BRICS-Verbund passiert sehr, sehr viel, was eben viele nicht wissen. Das heißt, uns wird eben auch dargestellt, das ist so eine Vereinigung, die aber eigentlich nicht vereint ist, die teilweise gegeneinander arbeiten und so, aber sie haben alle eben ein gemeinsames Ziel und die gestalten eben auch ganz konkret eine komplett neue Weltordnung. Das ist auch ihr Ziel. Jetzt, das haben sie ganz klar auch jetzt nochmal Anfang Juli gesagt, eine neue Weltordnung. Und jetzt wenden sich jetzt auch ganz andere Rohstoffländer nochmal dem BRICS zu. Immer mehr Länder entdecken, dass es viel mehr Vorteile gibt, sich gleich dem BRICS oder mit dem BRICS zu arbeiten, als mit
den westlichen Staaten bisher, wo man hauptsächlich als Kolonie betrachtet wurde. Und das heißt natürlich dann, dass es auch neue Auswirkungen fürs Vermögen gibt der Menschen, nicht nur dort, sondern auch bei uns in Europa. Also die BRICS bauen ihr eigenes Finanzsystem und stellen eine komplett neue Weltordnung auf und wir haben dann erstmal eine geteilte Weltordnung. Das klingt ziemlich spannend. So, Rebellion der ehemaligen Kolonien. Ne? Ja, also wir sind heute Abend auch nochmal live um 19 Uhr. Das heißt, auch du hast nochmal, wenn du es verpasst hast am Dienstag, also entweder die Möglichkeit, nochmal mit dabei zu sein und es einfach nochmal wirken und sacken zu lassen, weil es sind sehr, sehr viel durchgegangen. Aber du hast auch die Möglichkeit, heute eben nochmal mit dabei zu sein. Und ich kann einfach nur sagen, es lohnt sich. Wirklich, nimm dir die Zeit und sei dort mit dabei. Ja, da werden wir uns auch eben das Finanzsystem von BRICS eben als Alternative zum US-System anschauen. Und ja, was können die Teilnehmer vielleicht nochmal zusammengefasst in diesem Intensiv BRICS und Online-Training erwarten? Ja, wir schauen uns natürlich an, was machen die BRICS hier für eine konkrete neue Weltordnung? Wie stellen die das Ganze auf? Wie sind damit auch mit diesem aufgeteilten Finanzsystem, mit dem neuen Finanzsystem der BRICS auch, welche Spielregeln gibt es da zu beachten fürs eigene Vermögen? Weil die ändern sich einfach. Es gibt neue Spielregeln dann auch im Westen und im neuen BRICS-System. Dann natürlich auch das Thema der goldgedeckten Währungen, also sei es von BRICS oder auch von China, das schauen wir uns auch nochmal näher an. Und natürlich dann, was das letztendlich für Auswirkungen hat, die Veränderungen aufs Vermögen im Westen, wenn man so will, und wie jeder dann die veränderte Situation jetzt schon für sich nutzen kann in dieser aktuellen Pioniersituation. Also da auf jeden Fall live mit dabei sein, weil du kannst dann auch live deine Fragen hier an Jürgen Wechsler stellen und da können wir auch wieder vieles aufgreifen. Das heißt, auch ein bisschen Zeit noch in der Live-Intensivfragerunde am Schluss mitbringen und für viele spannende Themen. Jürgen, vielen herzlichen Dank, dass du auch immer das immer so fleißig aktualisierst und dann auch bei uns hier zur Verfügung stellst. An der Stelle vielleicht auch erwähnt, dein YouTube-Kanal kann ich ebenfalls natürlich sehr empfehlen. Also am besten mal beide anschauen, jede Woche mal einen Blick hineinwerfen. Und ja, schön, dass du mit dabei bist und ich freue mich auf heute Abend mit dir. Und genau, und auch noch ja, viele spannende Dinge, die sicherlich über die nächsten Jahre, das ist ja, wir sind ja in einem großen Prozess und das ist ja eigentlich alles erst der Anfang. Also sehr, sehr spannende Zeit auf jeden Fall, was wir hier erleben dürfen. Jürgen, herzlichen Dank an dich. Danke dir, Thorsten, für die Zeit.